SpaceX findet Oberstufenfehler und Falcon 9 darf wieder fliegen. Starship der nächsten Generation in der Starbase. Die Rocket Factory Augsburg verschifft alles für den R-Start nach Saxaford. ABL verliert Rakete bei Feuertest. Perseverance findet beste Anzeichen für extraterrestrisches Leben auf dem Mars. Neue Flughardware für New Glenn von Blue Origin und Starliner von Boeing weiter ohne Rückflugdatum. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. SpaceX hat das Problem identifiziert, das am 11. Juli zum Ausfall einer Falcon 9 Oberstufe während eines Starlink-Starts geführt hat. Wir erinnern uns, zu den über 6000 Starlink-Satelliten im niedrigen Erdorbit, da sollten sich weitere 20 dazugesellen. Technisch gesehen gelangten sie auch in den Orbit, wenn auch nur kurz. Während der Flug der Falcon 9 in der ersten Stufe normal funktionierte, kam es in der Oberstufe zu einem Leck von flüssigem Sauerstoff, der dann im Livestream auch als Eis sichtbar war. Die erste Stufe landete erfolgreich, es war die 255. erfolgreiche Landung am Stück. Währenddessen gelangte der Burn der Oberstufe direkt nach der Stufentrennung noch, aber eine zweite Triebwerkszündung zur Zirkularisierung der Flugbahn für das Aussetzen der Nutzlast, die scheiterte. Dies hatte die lange Liste erfolgreicher Starts der Falcon 9 zunächst einmal beendet. Der Vorfall am 11. Juli war der erste In-Flight-Ausfall von SpaceX mit einer Rakete mit Nutzlast seit Juni 2015. Damals war eine Falcon 9 beim Start einer Dragon-Kapsel zur ISS explodiert. Ein weiterer Vorfall, der ereignete sich im September 2016. Eine Falcon 9, die explodierte bei Bodentest, also kurz vor einem Static Fire, und zerstörte die Nutzlast den Amos 6 Kommunikationssatelliten. Ja, wenn man den Verlust der Nutzlast bei dem Static Fire von Amos 6 ausklammert, da ist ja die Rakete nicht abgehoben, sondern das war ein Vortest, dann war es tatsächlich der erste Fehlstart mit Nutzlast seit CRS-7 und damit eine ganz lange Liste, 335 erfolgreiche Starts für SpaceX. Elon Musk hat ja ein Faible für Zahlen, vermutlich fand er es aber nur so bedingt lustig, dass der 69. Falcon 9 Start in diesem Jahr scheiterte. Scheitern natürlich ein hartes Wort, zu immerhin 10 der 20 Satelliten konnte noch Kontakt aufgenommen werden und da wurde tatsächlich auch versucht, deren Umlaufbahn zu erhöhen, damit die nicht von der Erdatmosphäre direkt wieder runtergeholt werden. Also mit 135 Kilometer Perigäum, erdnächsten Punkt, waren die schon sehr, sehr niedrig. Ja, wie dem so ist, die Starlink-Satelliten, die sind so konstruiert, dass sie beim Wiedereintritt vollständig verglühen, zumindest sagt das SpaceX, und damit sollen sie keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen. Bis heute wurden tatsächlich keine Trümmerteile nach solchen Wiedereintritt der Starlink-Satelliten gemeldet. Bei Dragon Trunk und Falcon 9 Oberstufen sah das ja anders aus, da sind tatsächlich auch Teile mal gefunden worden. Ich hatte es gerade gesagt, die Starlink-Nutzlasten, die konnten zwar ausgesetzt werden, aber aufgrund der geringen Höhe war der atmosphärische Widerstand größer als die Fähigkeit der Ionentriebwerke, den Orbit anzuheben. Ich war diese Woche in Gießen und habe mir den Studiengang Physik und Technologie für Raumfahrtanwendungen angesehen und war ziemlich beeindruckt, dass dort an luftatmenden Ionentriebwerken gearbeitet wird. Diese, die könnten dann aus der Restatmosphäre Schub generieren und gänzlich auf Treibstoff verzichten. Zu meinem Besuch an der Justus-Liebig-Universität Gießen später mehr. Den Grund für die fehlgeschlagene zweite Zündung des Oberstufentriebwerks konnte SpaceX jetzt ermitteln. Und zwar, ja, das Sauerstoffleck, das wir im Stream sehen konnten, das resultiert aus einem Riss in einer Sensormessleitung des Sauerstoffsystems der Oberstufe. Der Riss, der entstand durch Materialermüdung wegen hoher Belastung durch Vibrationen des Triebwerks und durch eine lockere Klemme, die die Leitung normalerweise fixiert. Das Leck, das führte dann zu einer übermäßigen Kühlung der Triebwerkskomponenten, was beim erneuten Zünden des Triebwerks dann zu einem Hardstart führte, der die Hardware dann beschädigte. Daraufhin ging dann auch die Lageregelung der Stufe verloren. Auch spannend, SpaceX schrieb, dass die Zufuhr von Zündflüssigkeit zum Triebwerk betroffen war. Weiter interessant ist, dass SpaceX schreibt, die zweite Stufe arbeitete wie vorgesehen weiter und setzte die Starlink-Satelliten, wie gesagt, aus. Normalerweise wird die Oberstufe ja in Drehung versetzt, um die Starlink-Satelliten wie so ein Kartendeck auseinander zu schleudern. Ohne Rollkontrolle kann das aber so nicht erfolgt sein. Ja, gut zu wissen, laut SpaceX wurde die Passivierung der Stufe erfolgreich abgeschlossen, also alle Tankdrücke gesenkt und alle Batterien entladen. Auf diese Weise, da wolle man ein nachträgliches Platzen der Stufe verhindern, weil das ja zu mehr Weltraumschrott führen würde. Vielmehr soll ja die Stufe als Ganzes wieder in die Atmosphäre eintreten. Auch das ist eine Abweichung zu einem üblichen Starlink-Flugprofil. Normalerweise führt die Oberstufe einen De-Orbit-Burn durch, um gezielt über unbewohnten Gebiet herunterzukommen. Das ist jetzt natürlich nicht möglich, das ist so ein kleiner Lottospiel, wo das dann Ding runterkommt. Damit das zukünftig nicht nochmal passieren kann, hat SpaceX die Sensormessleitung und den Sensor komplett entfernt. SpaceX sagt, der Sensor, der wird nicht vom Flugsicherheitssystem genutzt und kann durch alternative bereits vorhandene Sensoren abgedeckt werden. Hat dem Chef vermutlich nicht gefallen, dass der Fehler von einem System ausgelöst wurde, das nicht notwendig war. Best Part ist ja No Part. Die Designänderung, die wurde in SpaceX Testanlage in McGregor, Texas getestet und durch verstärkte Qualifikationsanalysen und Aufsicht der FAA überwacht.
Das ist insofern auch wichtig, weil die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA den Falcon-Raketen das Startrecht aberkannt hat, bis die Ursache des Fehlers verstanden und Abhilfe geschaffen wurde. Ja, die FAA war mit dem Untersuchungsbericht und der Abhilfemaßnahme wohl zufrieden. Am Samstagmorgen ist vom Kennedy Space Center die erste Falcon 9 mit Starlinks seit dem Zwischenfall wieder gestartet. Die Oberstufe, die arbeitete tadellos und die 23 Starlink-Satelliten, die konnten wie geplant ausgesetzt werden. Auch die Boosterlandung auf Droneship Just Read the Instructions gelang. Ja, und da kann ich ja gerade mal schnell die Starts der vergangenen Woche abhaken. Es gab nämlich vom Freitag 19. Juli bis Samstag 27. Juli keinen einzigen Orbitalraketenstart weltweit. Das hatten wir sehr, sehr lange nicht mehr. Vielleicht kann mal jemand von euch herausfinden, wann das letzte Mal eine ganze Woche lang kein Start erfolgt ist. Schreibt mir das gerne unter dem Video. Ja, die Zwangspause hat SpaceX genutzt, um eine zusätzliche Qualifikationsprüfung, Inspektion und Reinigung aller Sensormessleitungen an der bestehenden Boosterflotte durchzuführen. Proaktiv wurden auch Elemente an ausgewählten Stellen ausgetauscht. Klar, bei der SpaceX-Startrate und der breiten Kundenbasis haben 2 Wochen Flugauswahl für Nervosität gesorgt. Am brisantesten vermutlich die geplanten Crewflüge. Ja, während der private Polaris-Dawn-Flug vermutlich relativ großzügig verlegt werden kann, dürfte die reguläre Crewrotation auf der ISS mit Crew 9, aber auch der geplante Frachtstart mit Cygnus auf Falcon 9 für sehr wachsame Augen gerade bei der NASA gesorgt haben. Aktuell ist Crew 9 weiter für Mitte August vorgesehen. Bis dahin kann SpaceX mit eigenen Starlink-Starts dann das Vertrauen in die Falcon 9 hoffentlich wieder herstellen. Allein wegen der NASA und dem Pentagon werden die Falcon-Raketen noch lange fliegen, wenngleich das nächste große Ding von SpaceX schon in den Startlöchern steht. Oder soll ich sagen, auf dem Starttisch? Ja, nach dem statischen Feuertest von Booster 12 steht aktuell nichts auf dem Starttisch, aber dafür tut sich viel auf dem ehemaligen Suborbital-Pad. Der zweite Startturm, der wächst weiter in die Höhe. Nach der Montage von Segment Nummer 4 ist das nächste 5. Segment schon am Gateway to Mars angekommen. Seine volle Höhe wird der zweite Turm dann mit 9 Segmenten erreichen. Ich weiß nicht, was ihr gewettet habt, aber es sieht danach aus, als werde der nächste voll integrierte Testflug Nummer 5 mit dem Anblick von 2 Starttürmen erfolgen. Das ist ja gar nicht so verkehrt, sollte bei der geplanten Landung des Boosters 12 auf dem ersten Startturm irgendwas schiefgehen und der Turm beschädigt werden. Wobei selbst nach der Errichtung des zweiten Start- und Fangturms das zweite Pad mit der ganzen Infrastruktur noch weit entfernt vor einer Inbetriebnahme ist. Starship 30 wurde vor dem nächsten Flug noch einmal statisch Feuer getestet. Am Samstag früher Morgen feuerte es seine Raptoren auf dem neuen Prüfstand in der Macy's Testanlage. Auch von seinem Nachfolger Ship 33 bekamen wir die Woche Bilder. Während die bisherigen Prototypen der Flüge 1 bis 4 und dann auch den folgende 5 relativ alte Designs sind, sollen viele der gelernten Lektionen erst in die Verbesserung von Ship 33 geflossen sein. Für den Wiedereintritt, der auf Flug 4 ja irgendwie überstanden wurde und letztlich sogar zu einer weichen Landung im Indischen Ozean geführt hat, dürfte neben dem Upgrade des Hitzeschildes vor allem das Versetzen der Steuerfläche nach hinten entscheidend sein. Das bewegliche Gelenk am Übergang von Schiff zur Steuerfläche, das lässt sich konstruktiv nur sehr schwer vor der Wiedereintrittshitze bewahren. Das Versetzen nach hinten, das soll das Problem entschärfen. Eine SpaceX-News konnte ich gerade noch mit in die News nehmen, und zwar SpaceX wird zukünftig die Dragon vor Kalifornien runterholen, und zwar ab 2025. Dafür werden Dragon-Bergungsschiffe von der Ostküste an die Westküste verlagert. Mein Kumpel Ian, der wünscht sich das schon eine ganze Weile, weil aufgrund des unsteten Wetters vor Florida der ISS-Betrieb oft durcheinandergewirbelt wird. Zu Dragon 1-Zeiten wurden übrigens die Kapseln immer im Pazifik vor Kalifornien gewassert. Auslöser für das Verlegen der Bergungsflotte soll aber nicht das Wetter sein, sondern als Reaktion auf wiederholtes Einschlagen von großen Stücken des Trunks. Sowohl in Australien als auch in den USA sind metergroße Faserverbundteile gefunden worden. Du interessierst dich für Raumfahrt und überlegst, was du in dem Bereich studieren kannst? Hier ein Shoutout für den einzigartigen Studiengang Physik und Technologie für Raumfahrtanwendungen an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Hier erwartet dich eine spannende Mischung aus Physik und Elektrotechnik, immer mit einem Schwerpunkt auf Raumfahrt. Ich habe nicht schlecht gestaunt, dass die RIT-Ionentriebwerke hier in Gießen erfunden wurden. Was mich nicht mehr losgelassen hat, in Gießen, da wird an luftatmenden Ionentriebwerken geforscht und die könnten tatsächlich den niedrigen Erdorbit revolutionieren. Da muss aktuell die Physik noch vollständig verstanden werden, bevor Ingenieure das dann in die Anwendung bringen können. Aber gerade die anwendungsbetonte Physik ist eine der Stärken in Gießen. Das spiegelt auch der Studiengang Physik und Technologie für Raumfahrtanwendungen wider.
Das Studentische soll aber natürlich nicht zu kurz kommen. Du kannst mit anderen Studierenden in deiner Freizeit Höhenforschungsraketen und Hybridraketen bauen oder auf der wunderschönen Lahn Kajak fahren. Habe ich früher auch schon gemacht. Dazu ist das Leben in Gießen bezahlbar. Ein langes Vorpraktikum, wie in fast allen Ingenieurstudiengängen Pflicht, brauchst du übrigens nicht. Du kannst also stressfrei diesen Winter schon loslegen. In Hessen kannst du übrigens auch mit Fachhochschulreife einen Universitätsabschluss machen. Wenn das alles für dich interessant klingt, dann schau doch einfach mal auf die Links zum Studiengang unter dem Video. Für den Boeing Starliner gibt's immer noch keinen Rückflugtermin. Der Starliner, der zurzeit an der Internationalen Raumstation angedockt ist, der steht vor entscheidenden Tests. NASA und Boeing planen einen Hotfire-Test des Reaktionskontrollsystems am 27. oder 28. Juli durchzuführen. Dabei werden jedoch nur 27 der Düsen verwendet, da einer bereits ja als unbrauchbar für den Rückflug eingestuft wurde. Dieser Test, der soll sicherstellen, dass das gesamte System vor dem Abdocken wie erwartet funktioniert. Mittlerweile ist der Starliner über 50 Tage im Orbit und damit deutlich länger als geplant. Die NASA hat daraufhin das ursprüngliche Limit des Crew-Flight-Tests verdoppelt. Die Mission hat nun offiziell eine maximale Dauer von 90 Tagen bzw. bis zum 3. September. Auf der NASA-Pressekonferenz diese Woche, da wurde außerdem gesagt, es gebe mehrfache Redundanzen für den Wiedereintritt mit den verbliebenen Triebwerken. Also selbst wenn da noch mehr Triebwerke ausfallen, hat die NASA viele Optionen, den Wiedereintritt und das Zurückholen der Crew zu gewährleisten. Die Tests jetzt am Wochenende, die sollen das Verständnis der Ursachen für die Probleme mit den Triebwerken und dem Helium im Reaction Control System verbessern. Das ist dann auch wichtig für die Folgemission. Nach dem aktuellen Testflug soll ja die reguläre Starliner 1 Mission mit mindestens 3 Astronauten frühestens 2025 dann als NASA-Langzeitbesatzung 6 Monate auf der ISS verbringen. ISS verbringen. Der erste britische ESA-Astronaut und frühere ISS-Bewohner Tim Peake, der wird Berater bei Axiom Space. Seine Aufgabe soll es sein, die Entwicklung und die Strategie für eine rein britische Crew-Raumfahrtmission mit Axiom durchzuführen. Mit keinem Wort ist von der ESA die Rede. Großbritannien ist zwar nicht mehr Teil der EU, aber eigentlich ESA-Gründungsmitglied. Und das ist so ein bisschen die Gefahr jetzt mit der Kommerzialisierung und den Unternehmen, die vielleicht keine Lust auf diese ESA-Ministerratsbeschlüsse haben, was ja ewig lang dauert und dann lieber direkt mit den Ländern verhandeln. Das Sexterford Spaceport auf der Shetlandinsel Unst bereitet sich auf den ersten Orbitalstart von britischem Boden vor. Jetzt im Q3 könnte es schon soweit sein. Und was soll da starten? Genau, die RFA-1 von Rocket Factory Augsburg. Nach einem statischen Feuertest im Mai mit 4 von 9 Triebwerken sollen noch Tests mit 5 und allen 9 Triebwerken folgen. Letzte Woche hatte ich bereits berichtet, dass die Redshift Kickstage final getestet wurde und nun auf dem Weg zum Startplatz ist. Auch die zweite Stufe, die wurde gerade in Kiruna, Schweden final getestet und wird in den kommenden Tagen in Sexterford erwartet. Auch die Nutzlastverkleidung der Rakete hat ihren letzten Separationstest in Portugal erfolgreich abgeschlossen und ist ebenfalls auf dem Weg zum Startplatz. Also ich würde sagen, da wird es jetzt wirklich richtig heiß nach all den Jahren. Klar, Erstflug der Rakete ist ein Test und so oder so wird man beim ersten Startversuch viel lernen. Aber für die Rocket Factory Augsburg und im Übrigen für ganz Europa ist das ein Riesenschritt, dass da jetzt wirklich privat agil entwickelte Raketen auf dem Startpad stehen. Apropos heiß, etwas zu heiß wurde es einer RS-1 von ABL. Nach einem statischen Feuertest verursachte ein Restfeuer auf einer Startrampe laut ABL irreparable Schäden an der RS-1-Rakete. Das Team untersucht die Ursache und wird über den Fortgang der Ermittlungen berichten. Ja, die zerstörte Rakete, die hätte den ersten Start seit dem Jungfernflug im Januar 2023 absolvieren sollen. Beim ersten Start kam es nur wenige Sekunden nach dem Start zu einer Abschaltung aller 9 Triebwerke der ersten Stufe, woraufhin die Rakete dann in der Nähe der Startrampe in Kodiak, Alaska zurückfiel und explodierte. Auch ganz interessant, ABL wollte ursprünglich den 5. Flug der RS-1 nächstes Jahr auch von Sexterford starten. Hat diese Woche in der Presse viel die Runde gemacht. Der Perseverance Rover der NASA hat möglicherweise Anzeichen für frühes Leben in einem Felsen auf dem Mars gefunden. Die Wissenschaftler sind begeistert von den neu entdeckten Spuren, blieben jedoch vorsichtig, da weitere Analysen erforderlich sind, um die Entdeckung zu bestätigen. Die gefundenen chemischen Signaturen und Strukturen, die könnten von mikrobiellem Leben Milliarden Jahre vor unserer Zeit stammen. Um vollständig zu verstehen, was da eigentlich gefunden wurde, will die NASA die Proben zur Erde bringen, wo sie mit viel leistungsstärkeren Instrumenten als auf Perseverance untersucht werden könnten. Ist ja ein immer wiederkehrendes Thema bei mir. Nicht ohne Grund sage ich seit 2020, da müssen wir Gas geben bei der komplexen Mars Sample Return Mission.
Die hängt bei der NASA ja am seidenen Budgetfaden bzw. droht zeitlich völlig aus dem Ruder zu laufen und sehr wahrscheinlich erst nach einer chinesischen Mission zu erfolgen. Da hilft dann vermutlich auch kein, die Letzten werden die Ersten sein oder ein sportliches Dabeisein ist alles. Ja, die NASA hat jetzt verschiedene einfachere Alternativen aus der Industrie und von Instituten bewertet und für 1,5 Millionen Dollar Verträge an insgesamt 10 Teams aus Industrie und Forschung vergeben, um da jetzt endlich den Nachbrenner zu zünden. Ja, mühsam nährt sich das Eichhörnchen oder im Fall von Blue Origin heißt es ja gradatim ferocita, zu Deutsch Schritt für Schritt fest entschlossen, wobei da die Spötter ja immer meinen, die machen Schritt für Schritt und trotzdem ist SpaceX immer schon vorher da. Naja, Blue Origin, die Raumfahrtfirma des Amazon-Gründers Jeff Bezos, die macht definitiv gerade sehr viel Fortschritte. Der obere Teil der wiederverwendbaren New Glenn-Rakete, der wurde diese Woche im Kennedy Space Center gesichtet. Besonders die vielen Triebwerke fallen auf. Womit diese Reaktionskontrolltriebwerke funktionieren, das kann ich euch noch nicht sagen. Bei New Shepard setzt Blue Origin auf Stickstoff als Kaltgas. Weil aber New Glenn wie Starship auch mit Methan angetrieben wird, ist auch Methan denkbar. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es gern unter dem Video. Jeff Bezos soll ja jedes Jahr einen Milliardenbetrag aus seinem Privatvermögen in Blue Origin stecken. Nicht ganz so viel, aber auch mit ihrem privaten Geld sorgen die Schutzengel für Raumfahrtbegeisterung im deutschen Sprachraum. An dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Menschen, die Senkrechtstarter regelmäßig auch monetär unterstützen. Als kleines Dankeschön gibt's ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung für euch. Vielen, vielen Dank. Ja, und wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video gibt's einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Was du unter dem Video auch findest, ist ein Link zur Senkrechtstarter Geburtstagsfeier. Senkrechtstarter wird 5 Jahre alt und das möchte ich natürlich mit euch feiern. Ist ja unser Apollo-Moment. Die Hälfte der Tickets, die ist weg, aber ich würde mich unheimlich freuen, auch mit dir am Vorabend des Space Creator Day am 11. Oktober in Speyer mit gutem Essen und Trinken und Senkrechtstarter Rahmenprogramm zu feiern. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, mit euch als Live-Publikum ein Senkrechtstarter Video aufzunehmen. Das wird bestimmt unterhaltsam. Ja, für mich ein total schöner Gedanke, mal mit euch, für euch ein Video zu machen. Link zum Apollo-Moment oder der Apollo-Moment-Party, genau unter dem Video. Noch schnell die Starts der kommenden Woche. Wenn du diese News regulär am Sonntagmorgen siehst, dann sollten 2 Falcon 9 Starts mit Starlink erfolgt sein. Erster von Cape Canaveral und der zweite dann von Vandenberg. Am Dienstag, 30. Juli vom Slick 41 in der Cape Canaveral Space Force Station. Da startet eine United Launch Alliance Atlas 5, eine der letzten. Und dann mit maximaler Boosterbestückung 551 und an Bord eine geheime Nutzlast für die US Space Force. Auch am Dienstag, andere Seite der Erde, Rocket Lab startet von Neuseeland eine Electron. Ja, Rocket Lab gehört weiter die Krone für kreative Missionsnamen. Dieses Mal lautet er All for One, One for Owl. Die Mission mit Owl, also Eule im Namen, die führt Rocket Lab für das japanische Erdbeobachtungsunternehmen Synspective durch. Die bauen eine Konstellation aus Synthetic Aperture Radar Satelliten, die millimetergenaue Veränderungen der Erdoberfläche erkennen können. Hier noch ein Shoutout für den einzigartigen Studiengang Physik und Technologie für Raumfahrtanwendungen an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Ja, und ein riesen Dankeschön an die Fachschaft, die mich extra eingeladen hatte und mir einen super spannenden Tag organisiert hat. Vielen, vielen Dank. Ja, Link zum Studiengang unter dem Video. Ja, ich hoffe, die News, die haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. #Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.